Herzlich willkommen bei diesem Tageshoroskop am 27. April 2020 nach westlichen und auch nach indischen Astrologie. Die Berechnung ist anderes, weil die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession, die Verschiebung, die Frühlingspunkt und nicht wundern, wenn da ein gewisser Unterschied gibt. Nach indischen Berechnung befindet sich Sonne noch im Widder und zeigt noch die Monatsthemen, Kraft und Mut zu zeigen, etwas Neues starten, begeistert zu sein von etwas, von diesen Neuigkeiten, von diesen Veränderungen. In westlichen Astrologie befindet sich Sonne schon im Stier, spricht anderen Themen an wie Sicherheit, Stabilität, Besitz, auch Finanzen. Die Mondbewegung ist nach indischen Berechnung im Grenzbereich. Mond befindet sich morgen Vormittag noch in Tierkreiszeichen Stier, aber bis Nachmittag übergeht Mond in Tierkreiszeichen Zwillingen und befindet sich auf dem Mondknoten. Nicht nur die indischen Astrologen beschreiben das so, sondern auch die Astronomen. In astronomischen Kalender ist es auch beschrieben, dass heute Mond auf dem Mondknoten ist, zwar auf den aufsteigenden Mondknoten, und das zeigt karmischen Themen, eine neue Richtung, eine neue Lernaufgabe oder eine neue Lebensaufgabe, was unserem Seele gerade braucht. Und das mit Zwillingsenergie, offen zu sein für Neuigkeiten, ein Austausch von Informationen, in Bewegung kommen und auch die Kontakte pflegen, eventuell etwas Neues lernen. Diese Mondposition auf die Mondknoten wird von Al-Nath bestrahlt. Dieser Stern bedeutet Bewegung, etwas in Bewegung setzen, zum Bewegung kommen. Nachmittag, wenn Mond schon im Zwillinge ist, verbindet sich Mond zum Pluto mit einem sogenannten Quinkungsaspekt. Es ist schwierig zu beschreiben, was das auslöst, weil niemand weiß es. Und das könnt ihr so vorstellen wie ein Pendel. Stellt ihr das bildhaft vor euch ist ein Pendel. Und ich würde fragen, ihr sollt beschreiben, in welche Richtung wird diese Pendel ausschlagen, wenn überhaupt. Die Antwort wäre dann, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bewegt sich vielleicht rechts oder links oder bleibt stehen. Man weiß es nicht. Und genau so fühlt sich das an, diese Mond- und Pluto-Verbindung. Pluto wäre ein Hinweis, etwas zu Ende bringen, offen zu sein, auch für ein Neuanfang oder etwas klären, alles oder nichts. Pluto macht keine Kompromisse und das fühlt sich für uns trotzdem unsicher an. Soll ich das sagen oder lieber nicht? Wenn ich sage ja oder nein, was löst es aus? Diese inneren Unsicherheit werden wir Nachmittag spüren. So wie das die indische Astrologie beschreibt.
In westlichen Astrologie zeigt die Mondbewegung etwas anderes, eine andere Verknüpfung. Zwar ein Mond-Neptun-Quadrat, das sind die Enttäuschungen. Entweder Angst davon oder jemand enttäuscht uns oder kommen die Erinnerungen und wir spüren all das, was uns früher enttäuscht hat. Bei Mondenergie fühlen wir, weil Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Wo beide Systeme einig ist, auch die westlichen Astrologie, auch die indischen Astrologie, das ist immer noch eine schöne Verbindung zwischen Mars und Venus. Das ist Liebesenergie und das ist angenehm. In indischen Astrologie ist es in Erde-Element, wo sich etwas stabilisiert. Oder erleben wir das als Realität? Und in westlichen Astrologie ist das in Luftelement, was uns befreit. Wir spüren diese Leichtigkeit und wir können auch darüber sprechen. Die Luftelement symbolisiert auch Kommunikation. Es nähert sich eine Spannung und das erleben wir morgen und übermorgen. Und das ist die Spannung zwischen Merkur und Saturn, auch in indischen Astrologie, auch in westlichen Astrologie. Das sind Einschränkungen, Vorschriften oder ein Bericht, was unangenehm ist oder eine schlechte Nachricht. Und da stoßen wir an unseren eigenen Grenzen, weil wir fühlen uns eingeschränkt, besonders mit Saturn-Energie. Und jetzt die Elemente. In westlichen Astrologie befindet sich Merkur in Feuerelement. Das setzt etwas in Bewegung und wir sagen auch das, was wir denken. Im Erde-Element ist Sonne und Jupiter. Diese Spannung zwischen den beiden ist vorbei. Das heißt, was eine rechtliche Lage betrifft, klärt sich etwas auf. Und es wird auch Realität oder hat mit Finanzen was zu tun. Im Luftelement befindet sich Mond, Venus, Mars und Saturn, ziemlich betont. Und das zeigt, wie wichtig das ist, die Kommunikation, auch über Freiraum zum Sprechen, das Erschaffen, dass wir befreit fühlen von all das, was uns bis jetzt bedrückt hat. Wir brauchen die Luft zum Atmen und das ist die Konzentration, weil das sehr betont ist. Und im Wasserelement befindet sich außer unserem Planet Erde kein Planet, das symbolisiert die Gefühle und unserem Planet Erde zeigt unsere Bedürfnisse. Die Bedürfnis nach Liebe, nach Zuneigung, auch die Gefühle sind wichtig, die Angstbefreiung, auch dass wir zum Vertrauen kommen. Die Elemente bei indischen Astrologie. Im Feuerelement befindet sich Sonne und Merkur. Das zeigt auch, wie wichtig das ist, da hinschauen, mutig zu sein, begeistert zu sein von etwas. Außerdem die Bewegung. Die Erde-Element ist hier sehr betont mit Mond, Mars, Jupiter, Venus und Saturn. Also ist wichtig die Sicherheit, Stabilität, auch die finanzielle Sicherheit in die Beziehung, auch eine feste Boden unter unseren Füßen. Mars, Venus steht in einer sehr schönen Verbindung und das bringt Glück. Im Luftelement befindet sich unser Planet Erde, zeigt unserem Bedürfnis nach Freiheit und auch nach einer gewissen Leichtigkeit.
bis Nachmittag ist Mond auch im Luftelement, weil dann befindet sich in Zeichen Zwillingen und es zeigt unseren Gefühlen. Das ist nicht nur das Grundbedürfnis nach Freiheit, nach Leichtigkeit, sondern wir fühlen das auch und wir werden danach auch handeln. Luftelement setzt auch etwas in Bewegung und es fehlt komplett die Wasserelement. Wir brauchen aber alle Elemente. Wir brauchen auch die Wasserelement, auch Gefühle zeigen, annehmen, die Gefühle leben, intuitiv handeln, auf unsere Träume hören. Es ist alles Wasserelement. Und als Ausgleich, das kommt nicht von außen, sondern das kommt von uns. Das sollen wir betonen, das Leben intuitiv handeln, auf die Gefühle hören, das im Ausdruck bringen. In indischen Astrologie gibt es auch die sogenannten Tithis. Das wird gezählt immer nach Neumond oder nach Vollmond und zeigt die Entfernung zwischen Sonne und Mond. Das ist die 4. Tithi. Die indische Astrologie beschreibt es als Übergang, eine Übergangsphase oder dass wir über unserem Schatten springen und wir nicht zulassen, wenn jemand versucht, uns einzuschränken, bedeutet auch eine Kreuzung. Lebenswegen kreuzen sie sich oder wir sind gerade in einer Kreuzung angekommen und orientieren wir neu, stellen wir die Frage, wie geht es weiter? Mond befindet sich in Mondhaus Mruga. Das steht mit Stammbild Orion in Verbindung. Orion ist der himmlische Jäger, jagt nach etwas. Wir haben dieses Gefühl, etwas erreichen. Viele wissen gar nicht, was das ist, aber sind schon auf dem Jagd. Die Suche nach etwas, so könnte ich das übersetzen. Und hier brauchen wir die Orientierung. Und das zeigen die Hunde von Orion, weil der eine Jagdhund zeigt genau nach dem Nordpol. Und Nordpol dient auch zum Orientierung. Das befindet sich im kleinen Wagen oder kleinen Bären. Und genau das sollen wir beachten. Die Suche nach etwas, dann sollen wir auch definieren, was das ist. Ist es die Berufung? Ist es die Partnerschaft? Sind es familiäre Themen? Ist es der Umzug? Oder was möchten wir verändern? Was ist die Orientierung? Was suchen wir überhaupt? Weil, wenn wir das nicht definieren, die Gefühl ist da, die Suche nach etwas. Und wenn wir das nicht wissen, nicht verstehen, was das ist, entsteht eine innere Unruhe oder Nervosität. Und das zum Vermeiden, gerade bei dieser Kreuzung, wo wir uns neu orientieren, dann sollen wir wissen, wie geht es weiter, welche Richtung sollen wir uns bewegen, worauf sollen wir konzentrieren. Und das war mein heutiges Tageshoroskop. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal, eure Dendera.